Servus und herzlich willkommen miteinander. Auf meiner Modellbahnanlage entstehen die ersten Gleisanlagen einer idyllischen Nebenbahn. Zunächst möchte ich auf den Bauplan eingehen, welche Abschnitte der Nebenstrecke nun in der ersten Phase gebaut werden sollen. Dann schauen wir uns kurz an, wie weit die Bautätigkeiten aktuell fortgeschritten sind. Zuletzt möchte ich natürlich gleich wieder ausprobieren, ob technisch alles funktioniert und inwiefern ich die gewünschten Betriebsabläufe realisieren kann. Betrieblicher Mittelpunkt meiner gemütlichen Nebenstrecke wird der ruhige, fast schon verschlafene Unterwegsbahnhof Veltheim sein. Dieser liegt in einer leichten Kurve, wodurch das Gleisbild etwas dynamischer und natürlicher wirken soll. Für eine Zugkreuzung stehen gerade einmal 2 Durchgangsgleise zur Verfügung, wobei die Gleisanlagen in Anbetracht der kurzen Zuggarnituren, die hier verkehren, eher weitläufig sind. Zwischen der Ein- und Ausfahrtweiche des Bahnhofs liegen über 3 Meter. Ein Stumpfgleis führt zu einer Kopf- und Seitenrampe und wird gleichzeitig als Ladestraße verwendet. Zudem zweigt von diesem auch noch ein kurzes Gleis zum Güterschuppen ab. Ende der 1960er Jahre, beim Übergang von der Epoche 3 zur Epoche 4, spielen die Güteranlagen der Bahn für die Versorgung der ländlichen Gebiete tatsächlich immer noch eine wichtige Rolle. Auch die nahegelegene Feldschlösschenbrauerei, die ja bereits komplett fertiggestellt ist, hat einen eigenen Gleisanschluss und empfängt und versendet Waren nach wie vor vorrangig über die Eisenbahn. In östlicher Richtung soll die Nebenbahn einmal in der nächsten Bauphase bis zum Endbahnhof Steinsbrück weitergeführt werden. Momentan endet die Strecke noch in einer temporären Kehre. Diese besteht aus 3 Gleisen, sodass hier 6 Züge von einer Länge von bis zu 2 Metern Länge abgestellt werden können. Zwischen Bahnhof und Kehre gibt es noch eine Ausweiche, um die Abläufe auf der eingleisigen Nebenbahn zu beschleunigen und lange Wartezeiten ohne jeden Zugbetrieb im Bahnhof Veltheim zu vermeiden. Falls gewünscht, können die Züge so nun etwa im Minutentakt im Bahnhof Veltheim kreuzen. Ohne solche Ausweichmöglichkeiten würde ein Zug ansonsten von Veltheim nach Steinsbrück und zurück später einmal rund 7 Minuten benötigen. Denn was für mich als einzelner Spieler, der den Zug auch einmal mit dem Handregler über die Anlage fahren möchte, ausgesprochen attraktiv und erstrebenswert klingt, dürfte Besuchern, die einfach nur Züge auf meiner Modellbahn fahren sehen wollen, unglaublich langweilig und öde vorkommen. In westlicher Richtung wird die Nebenstrecke später einmal in vielen Jahren bis zum Bahnhof Lohstadt führen und dort in die zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke einmünden. Für die erste und zweite Bauphase soll hier jedoch erst einmal ein offener Schattenbahnhof entstehen, in dem 15 bis 20 Kürzezüge bis maximal etwa 1 Meter Länge abgestellt werden können. Auch an diesem vorläufigen Ende der Nebenbahn gibt es eine Kehre, damit Züge nicht nur von Punkt zu Punkt fahren können, sondern zusätzlich auch im Hundeknochenprinzip quasi endlos im Kreis. Dies ist sinnvoll, wenn man einfach einmal Züge fahren sehen möchte, für Zugkompositionen wie Güterzüge, die man nicht immer umrangieren möchte, oder auch um Triebfahrzeuge zu testen oder einzufahren. Begonnen habe ich den Bau der Nebenbahn mit den 3 Gleisen der temporären Kehre. Die Trassen bestehen, wie gewohnt, aus 2 endlos überlappend aufgeleimten 4 mm starken Pappelspaltstreifen und 2 mm dicker Korktapete als Schallschutz. Zudem habe ich natürlich wieder eine transparente Absturzsicherung aus dem Material eines PVC-Lamellenvorhangs angebracht. Das innere Gleis der Kehre hat einen Radius von 55 cm, was in der Markling-Geometrie R4 entspricht. Mit einem Parallelgleisabstand von 62 mm ist das mittlere entsprechend R5, während es für das äußere Gleis mit einem Radius von 68 cm leider keine vorkonfektionierten Stücke gibt, sondern das muss ich komplett aus Flexgleisen herstellen. Als Weichen habe ich wiederum ausnahmslos die schlanken mit einem Abzweigradius von 900 mm verbaut, wobei lediglich 2 mit einem Sauantrieb versehen sind und gestellt werden können.
während die anderen stets stumpf befahren und einfach aufgeschnitten werden. Alle 3 Gleise der Kehre besitzen jeweils 2 Kontaktabschnitte, sodass 2 Züge hintereinander abgestellt werden können. Schon kurz nach der Ausfahrtsweiche der Kehre beginnt die Ausweiche steigen. Diese liegt in einer leichten Steigung von knapp 1%, was aber im Modell hoffentlich nicht zu Betriebsproblemen führen sollte. Die beiden Weichen der Ausweiche sind fix nach rechts gestellt, sodass einfahrende Züge nur das rechte Gleis benutzen können. Bei der Ausfahrt werden die Weichen dann einfach nur aufgeschnitten. Die Nutzlänge der Ausweichgleise ist gut 2,50 Meter lang. Für die geplanten Zuglängen auf der Hauptstrecke von über 4 Metern wäre das zu wenig. Für einen gemütlichen Betrieb auf meiner Nebenbahn sollte es aber ausreichen. Schon kurz nach der Ausweiche endet der Gleisverlauf der Nebenbahn momentan noch. Später einmal soll die Strecke, immer noch unterirdisch, um die Brauerei herumführen und erst hinter dieser aus dem Tunnel erscheinen, um dann in den Bahnhof Veltheim zu gelangen. So lange wollte ich jedoch nicht bis zum Testen der neu entstandenen Gleisanlagen warten. Für einen ersten Probebetrieb habe ich die ersten 6 kurzen Triebfahrzeuge aufgegleist, deren ich in meinem Kistenchaos habhaft werden konnte. Also lasst euch bitte nicht davon stören, dass die Kompositionen weder besonders originalgetreu noch wendezugfähig sind. Die Software WinDigipad, mit der ich die automatischen Abläufe meiner Modellbahn steuere, muss die Lokomotiven und deren Position kennen. Zudem habe ich alle Triebfahrzeuge, um sie schön langsam und punktgenau an der gewünschten Stelle anhalten zu können, auch eingemessen. Das heißt, das Programm kennt die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Abhängigkeit von der gewählten Fahrstufe. Zudem habe ich die vorhandenen Fahrstraßen programmiert, dann die dazugehörigen kurzen Zugfahrten, und schließlich eine ganz einfache Automatik, die zufällig einen beliebigen Zug auswählt und ihn durch die Ausweiche in das Stumpfgleis am bisherigen Ende der Nebenstrecke fährt. Sobald das vordere Abstellgleis frei wird, rückt der hintere Zug nach. Ist die erste Fahrstraße von der Kehre in die Ausweiche frei, fährt auch schon der nächste, wiederum zufällig ausgewählte Zug aus. Das zuerst ausgefahrene Triebfahrzeug wendet am Ende der Fahrstrecke und fährt direkt ohne Wartezeit zurück. Solange man die Automatik nicht stoppt, fahren die Züge nun zufällig wechselnder Abfolge aus der Kehre aus, begegnen sich in der Ausweiche und wenden schließlich im Stumpfgleis. Wobei ich, da ich gerade im Ausprobieren war, gleich noch 2 weitere Dinge bezüglich des Sounds und der Beleuchtung der Fahrzeuge ausprobieren wollte. Zunächst möchte ich die Möglichkeit haben, meine Lokomotiven im sichtbaren Bereich mit Sound fahren zu lassen.
damit die Lärmkulisse aber nicht allzu sehr stört, nur dann, wenn ich es auch möchte, noch nicht im Untergrund. Dafür habe ich in der Software einen virtuellen Schalter hinterlegt, mit dem ich den Sound an- und abschalten kann. Für den ersten Testbetrieb tue ich einfach mal so, als würde der sichtbare Bereich meiner Anlage bereits hinter der Auswärtsweiche der Ausweichsteigen beginnen. Ist der Sound aktiviert, fahren die Züge mit Motorengeräusch aus dem erdachten Tunnelportal aus und schalten den Motor nach Erreichen desselben wieder automatisch aus. Zudem wollte ich auch noch den Nachtbetrieb testen. So habe ich für die Beleuchtung der Fahrzeuge ebenfalls einen Schalter programmiert, damit sie bei Einsetzen der Dämmerung im sichtbaren Bereich ihr Spitzensignal und eine eventuell vorhandene Innenbeleuchtung einschalten. Soweit heute zum Bau meiner idyllischen Nebenbahn. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weiterverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst sehr gerne ein Abo da. In der verlinkten Playliste findet ihr übrigens auch meine ganzen anderen Bauvideos. Danke für euer Interesse und euren Besuch in meinem Hobbykeller. Hoffentlich bis bald!